Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind heute wieder auf dem Community-Server. Yay! Und es schreit nach Bank. Yay! Geht's euch gut? Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Und ich muss erstmal wieder meine Untertitel hier ausmachen. Okay, hallo, schönen guten Abend, lieber Kai und liebe Christa. Ich habe euch schon auf dem Server gesehen. Hey. Aber schön, dass ihr auch im Stream vorbeischaut. Ja, also, wie ihr unschwer erkennen könnt, hat einiges getan. Irgendwie komme ich das hier noch ein bisschen mehr verändert. Aber schön. Und ich war gestern Abend auch noch, nachdem das Stream mir so ein bisschen doof gelaufen ist. Das war übrigens wirklich ein Problem von Minecraft. Das heißt, wir hatten kein Serverproblem beim Momentum, sondern es war wieder mein Minecraft, was der Meinung war, uns einen Strich durch die Rechnung zu machen auf einem Sonntagabend. Aber schwamm drüber. Wir sind ja jetzt auf dem Community-Server und hoffen das Beste, dass uns das heute nicht nochmal passiert. So, dann schauen wir doch mal, was ich hier alles so getan habe. Also ihr habt gesehen, hier war unser lieber Wordmaker richtig mit der Mimi am Bursteln, am Machen, am Tun. Cool. Gewandelter Stein. Der Stein, also es ist auch alles perfekt einsortiert. Jo. Es gibt Dinge hier, die gibt es gar nicht. Da habe ich jetzt meine Brennmaschine, das heißt, ich brenne mir quasi Erze, also Roherze. Es ist kein Roherz, das ist auch kein Roherz, das muss ich erst auspellen. Schmeiß die hier rein und dann habe ich hier unten eine ganze Brennstation. So den Öl. So, guck mal, hier, Schmelztiegel. Hallo Füchschen. Das ist übrigens mein Pendant zu eurem Bubu, was ihr suchen müsst am Spawn. Nämlich, halt, würdest du bitte mit der Fackel wieder. Na, also, ihr könnt euch ab jetzt, alle, die hier auf dem Server sind, einen kleinen Rucksack, einen mittleren und einen großen holen. Und ja, ich freue mich. Ja, und ihr seht, es hat sich viel getan. Es wurde viel geschmolzen, gemacht und getan. Und ja, ich habe jetzt meine Öfen hier und nebenan gibt's Bratfisch. Sehr praktisch. Also für mein leibliches Wohl und für mein Kupfer ist gesorgt. Und dann gehen wir mal nach oben. Hier oben hat sich nämlich auch was getan. Wie gesagt, ich war gestern ein bisschen fleißig, habe so ein bisschen rumprobiert und habe das hier schon mal so ein bisschen glasmäßig abgedacht, überdacht, weggedacht. Also ein bisschen rumprobiert. Einfach um mal zu gucken, wie wirkt das. Passt das hier hin und es passt. Ja. Und jetzt muss ich mich dran machen, eigentlich das Haus hier zu Ende zu machen. Das heißt, wir machen uns jetzt mal Gedanken darüber, was wir hier für Fenster reinsetzen. Dann muss das hier noch gemacht werden. Da kommt ja dann dieser Kran ran und da unten ist immer noch eine Bushaltestelle. Also die Bushaltestelle ist nichts anderes als ein Teleport, damit ich mich unter anderem, also nicht nur ich, sondern unter anderem ich mich freier auf der Map bewegen kann, weil ihr wisst ja, die großen Projekte liegen doch relativ weit ab vom Spawn. Und damit wir uns bewegen können, den Markt nutzen können, das Farmland nutzen können und die Trading Hall nutzen kann, hat uns die Mimi hier ein paar Teleporter bei den Großprojekten aufgestellt. Das heißt, die liebe Christa hat einen, Matze und Hanna haben einen und ich weiß gar nicht. Also es ist immer so, dass immer ein Gebiet quasi abgedeckt ist. Abgebrochen. Hatte da jemand noch? So, und ihr wundert euch, was das hier ist. Also ich sag mal so, dass das hat etwas mit einem kleinen Event zu tun, was es demnächst hier mal geben wird. Ich will da gar nicht zu viel verraten. Und worüber ich mich am meisten gefreut habe, wartet mal, ich mal zeigen. Ich muss, wenn ihr nämlich bei mir ankommt, ja, also hier, hallo, na, schaut mal ein Steampunk-Füchschen. Ist mein Teleporter hier. Und guten Abend, lieber Matze.
gibt es jetzt hier eine Klingel. Ding. Also keine Ding-Dong, sondern eine Ding. Und wie gesagt, es wurde der Weg weit gebaut. Ja, ja, versteck dich. Ich hab dich schon längst gesehen da vorne. Oh. Also auf jeden Fall, wie gesagt, wurde der Weg schon hinten bis zur anderen Tiki-Bar gebaut. Und Hallöchen. Jo, ich ziehe euch. Ich habe gerade meinen Shader angemacht, aber das macht halt nichts. Oh, ey, ich ziehe euch mal. Mal langsamer machen. Hallo Mimi und hallo Kai. Na, ihr zwei Hi. Fleißigen. Habt ihr heute schon geschlafen? Heute Nacht? Ja, ein bisschen. Gut. Das wollte ich hören. Ja, Uhu, ja, ich habe ein großes Problem. du hast ein großes... Okay. Ich habe vorhin mit meinem Bedrock-Account getestet, ob Ja. man sich mit das, was ich halt mit dem Porter gemacht habe, Ja. äh, die Bedrocker sich teleportieren können. Und sie können es nicht. Genau, Ui. weil sie mit dem Chat nicht interagieren können. Ah. Das können nur die Probleme. Java-Leute. Probleme über Probleme. Ähm, also Ich gucke doch gerade, das dass ich vielleicht vielleicht Modell Seelenanker für die Bedrock, dass man neben dem Portalfüchschen oder Portalmännchen immer so einen Seelenanker macht. Es gibt doch so diese Dinger, wo man sich auch porten kann. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. meinst die Lodestones oder Ich glaube, dass ne, pass auf, du irgendwas meinst die gab. mit dem Crying Obsidian, oder? Irgendwas gab es. Ich weiß, dass Kenshin sowas gebaut hat, aber jetzt nicht ursprünglich für, weil wir ja keine Bedrocker sind. Aber der hatte sowas Tatsache im Nether im Momentum verwendet. Aber ob das Java tauglich, weiß ich nicht. Pass auf, Bro, wenn zum Beispiel, das mit dem, was du vielleicht meinst, mit den, Seelenanker, das ist das, lila, blau, schwarze Ding, was Ja, oben so 'n Wirbel vom Portal hat, ja, was man mit Glowstone lädt. genau, genau, das Ding meine ich. Das Das ist Ding. der Seelenanker, der funktioniert aber nur im Nether. In der Oberwelt würde er explodieren. Hm. So, jetzt sind natürlich gute Ideen gefragt. Was machen wir? Ich überlege, ob ich vielleicht unten so 'n Teleportationsding einbaue, wo die Bedrocker sich dann raufgehen auf 'ne Druckplatte und dann teleportiert werden. Das wäre 'ne Idee. Also ihr seht, das ist gar nicht so einfach, so zwei Versionen auf ein Level zu bringen. Also um das auch Ich so ein hasse bisschen. absolut Bedrock. Bei Bedrock braucht man immer 'n extra Ding. Ja, ich weiß auch nicht, warum die das nicht langsam mal irgendwie kompatibel machen. Das ist echt schlimm. Hm. Also ihr seht Probleme über Probleme. Jetzt müssen wir wissen. Ja. Matze und Hannah sind Bedrocker. Christa? Christa, bist du Bedrock? Nein, Christa ist Java. Christa, du bist ja, aber du bist auf der sicheren Seite. Weil sie hat ja einen der weitesten Wege zurückgelegen, soweit ich das Ja, mitgekriegt habe. wie gesagt, ich habe den Porter auch schon fertig, auch mit der Interaktion und so. Wir müssen jetzt nur noch den Bahnhof anschließen, Ja. Weil das mit der und das Farm war ja, Bahnhofsgebäude bauen. bevor wir das beschlossen hatten. Also Matze, da du ja auch so in unserem Kreativteam bist, vielleicht haben die Bedrocker ja selber eine Idee, was man machen kann. Die müssten sich doch da eigentlich mit auskennen. Mit was würdet ihr jetzt mal, nicht Mod, ne? Wisst ihr, Mod geht nicht. Ähm, habt ihr irgendwie eine Idee oder eine Möglichkeit, wie ihr euch quasi durch die Oberwelt porten könntet? Das könnte ja unser lieber Matze mal versuchen rauszukriegen. Der ist ja Bedrocker durch und durch.
Man könnte auch Gucci fragen. Also Gucci, Matze und Hannah müssten das eigentlich wissen. Ich denke mal, wenn die drei sich da zusammenstuxen, dann kriegen die bestimmt eine halbwegs gute Idee, die wir vielleicht umsetzen können. Weil wie gesagt, wir sind ja auch in erster Linie alles Java-Spieler, also die das hier machen. Und Bedrock ist so, ja, wir probieren es mal aus, sage ich mal. Vorsichtig ausgedrückt. Hier hat ja ihre eigene Meinung dazu, wie ihr wisst. Ja, also wie gesagt, wir suchen eine Lösung, dass wir euch im Grunde genommen ohne Mod, vielleicht gibt es ja ein Plugin für die, ich glaube nicht, Plugin? Nein. Hm. Es gibt Wie ein Plugin, eine mit Lösung, dem pass auf. man, warte mal, dem man Warp-Punkte erstellen kann. Das gilt auch für Bedrock. Nein, leider nicht, habe ich noch nie benutzt. Da müssten wir uns vielleicht mal doch an Gucci wenden. Vielleicht hat Gucci eine Idee. Gucci ist ja, was Bedrock ist, eigentlich sehr bewandert. Oder haben wir noch einen Eine Lösung wäre abgefahrenen? noch dieses eine Plugin ausprobieren, ob das für Bedrock geht, was ich letztens gefunden habe, womit man Waypoints erstellen kann. Matze guckt mal nach, schreibt er gerade. Er guckt mal nach. Also ob dieses Plugin, wie gesagt, kannst ihm das ja mal privat per PN machen und dann guckt er mal, ob es das ist, was die nutzen könnten. Oder ob er das irgendwie mal austesten kann oder wie auch immer. Er hat ja da auch so Möglichkeiten. Er hat ja auch eine eigene Welt. So, es wird schon wieder Nacht. Es sind ganze Welten in. So. Bitte Dreifelder Wirtschaften. Gartenwerkzeug dünner. So. Zum Ernten drücken, nochmal zum Ausbreiten drücken. Das ist wirklich eine sehr schöne Farm. Ja. Eine halbe Schlammfarm, sage ich immer mal. Weil Weizen ist da ja selber bei euch, um den Schlamm zu Ziegeln zu verarbeiten. So, weil ich ja bis jetzt eigentlich immer nur diese grobe Struktur hier gebaut hat, um mir einfach mal so Gedanken zu machen, wie ich was machen würde. Jetzt habe ich heute was gesehen und das will ich unbedingt umsetzen, damit es aus meinem Kopf raus ist. Ich habe nämlich heute Nacht relativ wenig geschlafen, sage ich mal so, weil mir immer so eine Idee im Kopf rumwurstelt. Mimi kennt das auch, dass man dann in Gefahr läuft, wieder aufzustehen und an den PC zu gehen. Habe ich nicht gemacht. Ich bin eisern liegen geblieben. So, ich habe da nämlich eine Idee. Ich müsste das aber mal mit Erde vorbauen. Das, äh, damit ich ungefähr sehe, wie groß das ist. So. Weil wir haben ja gesagt, huch, dass wir ja in Steampunk bauen wollen. Das heißt, hm, ich bin nämlich am Überlegen, mache ich das oder mache ich das? Weil das Treppenhaus habe ich ja auch noch. Setze ich das. Oh. Wir klettern mal hoch. Wir schauen mal, wie groß die Fläche ist. Weil das Ding ist relativ. Und groß bauen haben wir ja sowieso vor. Aber es muss ja hier auch. Doch, das passt. Ich muss dann aber diese Plattform muss ich wegmachen. Die müssen wir entfernen, damit ich das bauen kann, was ich bauen will. Weil das würde da richtig perfekt drauf passen. Okay. Gut, okay. Das heißt, wir machen uns jetzt dabei und hauen hier alles weg. Sag mal. Wie wir es. Okay, wartet mal. Wir nehmen mal ein paar Gerüste und versuchen mal hier raufzukommen. Ich denke mal, wie gesagt, dass mein Team da Lösungen findet. Weil das sind ja immer so Sachen, wo ich gesagt habe, die wir bedenken müssen. So, das heißt, ich muss das hier auf jeden Fall schon mal schon mal weg.
eigentlich. Also passt das da nicht hin. Es kann auch sein, dass wir ein bisschen vergrößern müssen. Muss auf jeden Fall schon mal die Erde hier rauspellen, weil das passt. Oh, schön. Auf den reinen Felsen. Hier müssen wir dann ein bisschen aufmucken. Felsen. Ich fürchte, dass das meiste wieder hier Erde sein wird. Schauen wir mal. Es ist Felsen. Hier müssen wir vergrößern. Also jetzt sind wir die Schaufel auch. Und dann schauen wir nämlich mal, was an Stein hier nämlich übrig bleibt. Da müssen wir dann halt Hand anlegen. Weil das Haus, wie gesagt, das wandelt sich ja immer. Da gehört ja ganz viel an. Meinem Kopf so richtig irre. Das ist ganz schön. Und dieser Steinstumpf, der dann übrig bleibt, ist quasi die Basis für das Neue, was ich... Ich habe ja gesagt, ich will ja meine Fähigkeiten verbessern, also wird es ziemlich rund. Das hat er nicht ihn schon wieder rausgeschmissen. Das ist doch nicht normal. Hast du rausgefunden? Nee, das nicht. Mein Handy Bedrock-mäßig hat mich wieder abgemeldet. Okay. Nein, falsch. Ah, das war der falsche. Kann passieren. Das verwirrt mich auch immer, deswegen habe ich schon 2 Launcher auf meinem PC, damit ich da gar nicht durcheinander komme. Ich könnte es ja auch über einen machen. Das wird sehr interessant. Okay. Hallo Alexandra, einen wunderschönen guten Abend. Na, alles gut bei dir? Okay. Dein Töchterlein? Oh, wir haben es Glück. Dann müssen wir uns mal angucken, wie das Ding hier aussieht. Das müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen frisieren. Hübsch machen. Damit das... Ja, das ist mir klar, dass das natürlich auf den letzten Blöcken hier alles wieder kaputt geht. Aber egal, wir machen die letzten 4, 5 Blöcke. Kannst du auch so machen. Oh. Ziemlich löchriger Käse hier, aber das macht. So, nehmen wir das hier noch weg. Das weiß ich gar nicht, wie weit auch. Also interessieren tut mich die Stelle hier. Mal das hier auch nochmal machen. So, dann müssten wir den Sand eigentlich... Okay, weil mich interessiert dieses Steinding. Oh. Jetzt muss ich mir das mal angucken. Das heißt, wir stellen uns hier mal auf den Baum. Okay, das müssen wir definitiv noch ein bisschen frisieren. Das passt mir. Das heißt, ich werde jetzt mal nach unten hüpfen. Noch ganz noch Erde wegbringen und schauen wir mal.
Schauen wir mal, was wir da Stein. Wir haben ja schon normalen Stein da. Hm, bin gerade am Überlegen, ob ich gewandelten Stein schon. Ja, nee, wir nehmen mal Andesit. Haben wir noch mehr Andesit? Normaler Stein, der gehört rein. Andesit haben wir eine ganze Menge. Das ist sehr. Wir machen das nämlich jetzt erstmal grob. Andesit passt da ganz gut hin. Weil ich muss mir jetzt da eine Art Plattform bauen. Ah, ich muss den ganzen Umweg hier laufen. Okay, wir laufen den ganzen Umweg. Dann wieder nach oben. Also wie gesagt, ihr seht, meine Dächer habe ich hier schon gepackt. Aber bevor ich halt den Rest mache, wie gesagt, dann muss ich hier noch so ein bisschen Hand anlegen. Das hier unten möchte ich dann vergrößern. Ah, das machen wir dann nachher noch schön mit, ach schon, mit ein bisschen anderem Gedöns. Ja. So, das heißt, das muss hier. Ich muss so ein bisschen auf eine Ebene. Klappt das? Das heißt, wir nehmen hier nochmal diese komische Ecke ein bisschen zurück. So, okay. Setzen wir hier nochmal so. Hier was ran, da was ran. Da brauche ich jetzt Ja. Hände. So, okay. Machen wir das hier auch alles. Ja. Okay. Gut. Und jetzt brauche ich eine. Warte mal. 1, 2, 3, 5. Ich brauche mal so eine 5x5. So, 1, 2, 3, 4. Das heißt, der ist hier in der Mitte. Gut. So. Jetzt mache ich Folgendes. 1, 5. Hoffe ich nur, dass das klappt. 1, 5. Mitte. 3, 2, 3. Okay, dasselbe auf der Seite nochmal. 1, 2. So, okay. Das haben wir schon. Können wir das hier so ein bisschen auffüllen. Hm? Kenn ich diesen scheiß Okay. Crafting-Table nicht. Bin ich dumm? Hä? Da. Doof. Das heißt, von der Mitte aus. Ich bin halt so ein bisschen wackelig. Lasst euch nicht. Es ist hier 2 dran.
Und dann eins, zwei. Warum ich das jetzt im Grunde schon mache, ist eigentlich ganz einfach. Damit ich hinterher quasi ein bisschen noch Platz habe, Dinge hier zu machen. Also mit dem Dach hat das eigentlich prinzipiell etwas zu tun, weil so was nicht. In die Wand bauen tun wir immer noch. Mal den ein entfernen, dass ich weiterkomme. So, das heißt, hier fehlt eins. Bitte. So, ist Das funktioniert absolut nicht, das Ding. einfach machen. Hier noch ein bisschen weg. Dann haben wir ja hier. Hier noch besser für Das den kann müssen ich wir. wegbauen. Das funktioniert. Du bist 21.1. Es ist wieder. So, Ah, mir jetzt fehlt noch genau ein Stein. umschalten. Okay, dann nehmen wir einen Kobbelgedöns dahin und nicht. So. Und ein Kobbel hin. So, und jetzt brauchen wir wieder die. Ich das nochmal überprüfen. So, hier ist die. Hier ist die Mitte. Und hier passt. Peter, da ist schon. Hat Bobo schon wieder Mist gemacht. So, hier. Okay, gut. Also, jetzt haben wir unsere Plattform. Jetzt kommt der spannendste Teil. Wo muss jetzt hier sich herunterbuddeln? Oh, okay. Immer auf. Passt. Ruhig. Gut. Okay. Mal einen hier weg. Okay, das war uns hier so eine Art Treppe nach oben. Okay, also das haben wir. Jetzt brauche ich. Wir setzen hier. So, damit wir ja überall wieder hoch und runter und so. Ein paar habe ich noch in der Hand. So, okay. Das heißt, ich packe jetzt erstmal den Kobbel weg. Und jetzt brauche ich eine. Ich habe mir werde tatsächlich Alzit. Das macht sich schön. Das sieht hoffentlich einigermaßen gut aus. Und ich werde also viel. Ich glaube, die haben wir immer. Ja, so reicht.
das Schwarzgedöns. Hier haben wir das noch. Oh, 40 Ranken. Da habe ich Folgendes vor. Und wenn wir ja einen Teil nehmen, werden den einfach wachsen lassen. Haben wir immer so ein bisschen Ranken. Ranke hier jetzt mal alles vor. Ja, der Hoffnung, dass das hier wächst. Ah, wir ranken jetzt hier alles voll. Dann brauchen wir nicht jedes Mal in den Sumpf zu rennen. Oh, weil das wächst keine. Ah, kann alles wachsen. Innen, dann kommen wir nämlich immer schön ran. Ah, halt. Hier noch einen ran. So, auch noch einen ransetzen und da noch einen. So, und mit den restlichen. Ja, ranken wir hier noch den Rest. Okay. Hier ranken wir mal durch die. Aber ich glaube, es macht mehr Sinn, als irgendwie durch die Gegend laufe. Wir werden uns natürlich noch einen Vorrat an. Klar. Ja. Mal noch eine Stelle, wo wir rumranken können. Ah, doch auch. Alles zuwachsen. Der mit der Schere quasi alles abholt. So, das heißt, ich werde jetzt aber trotzdem erstmal mit der Schere los. Und ich werde auf jeden Fall schon mal ein paar Steine nehmen. Das Schwarze sieht natürlich auch toll aus, aber wir fangen einfach an. So. Wir fahren auf einfachste Art und Weise an, uns im Fang zu bewegen. Das ist der Plan. So, ich habe gelernt, ich soll die Dinger hier reinschmeißen. Das Rest alleine, aber vorher noch mal gucken, ob genügend Wunder da drin ist. Okay, hier ist noch Zeug drin. Oh. Wenn nicht, schon mal wieder Lava ernten. Okay, dann werden wir jetzt erstmal gucken. Ich habe hier den Kalzit, den nehmen wir schon mal mit. Dann die Schere ist wichtig. Dann gehen wir nochmal schlafen, bevor wir uns in den Sumpf aufmachen. Ja, soweit alles gut bei Töchterchen auch. Hoffe, ihr seid soweit gut. Ja, und wie gesagt, immer bis auf Kleinigkeiten, die wir hier immer wieder neu erleben auf dem Server. Sagen wir mal so mit Anpassen von Dingen. So, ich könnte ja mal den Weg Mein nachher. Nerven rauben. Ja, dir ein bisschen so den Nerv rauben, ja. Aber das ist halt so. Das bleibt nicht aus. Wir wollen es hier alle ja spielen. Oh, ich werde hier ein bisschen mal die Ranken kürzen. Ein bisschen schnippeln. Oh, ich weiß zwar, dass er das sehr verwunschen macht, aber die Ranken machen. Wenn wir sie jetzt kürzen. Oh. Beste Art und schnellste Art. Effektiv ranken kannst du. Wo unsere dann im Haus gewachsen sind, das wird noch welche. Okay. Hier haben wir denn 26. Toll. Und Mangrovenlaub wollte ich eigentlich jetzt. Ist egal. Nehmen wir auch mit. Der lauert jetzt hier. Und hier sind so viele Mangrovensitze. Das ist ja Wahnsinn. Guck mal. So viel Sätzlich. Kann man ganzen Kontinent Mangroven hier anlegen. Oh, das, was ich nicht habe, muss ich mir natürlich dann auch erstmal selber besorgen. Das geht ja für alle. Ich könnte natürlich jetzt auch gucken, ob am Markt jemand ist, der Mussi-Zeug verkauft. Aber wie gesagt, ich habe das Zeug ja hier vor der Haustür zu hängen. Also warum soll ich jetzt? Oh, das sind ja sowieso zwischen
ab und zu mal kürzen. Beim Schwimmen. So ein Stack haben. Heißt, wir können schon mal einen Stack neuer dieser Steinchen machen. Das ist ganz gut. Ja, die wollte ich also, ein bisschen gemischt halten. Dann. So, also zur Base. Okay. Das wächst ja aber auch wie das so. Ah, mal unten so Stücke an. Ah, das wuchert den ganzen Weg jetzt. Gut, okay. Dann haben wir ja um Zeug hier Oh, jetzt wieder. fällt Patrick auf den Tisch. Okay, dann nehmen wir die mit. Wären auch nicht schlecht. Davon ein bisschen mit. Ein Stein mit. Dann haben wir ja noch Andesit gesagt. Oh, Andesit. So. Genau, das reicht erstmal. Kleinen Variationen. Da rein. So, ich bin immer am Suchen nach meiner Werkbank. Sie versteht. So, dann Ja. können wir das nämlich erstmal da rumwursteln. Jetzt seht ihr, wir haben eigentlich noch eine ganze Menge übrig. Das passt. So. Gut, Das okay. klingt nicht so, wie ich es mir denke. Das heißt, die brauchen wir dann erst als. Also wieder hoch. Ab. Seht ihr, es wächst. Es wächst. Es wächst und gedeiht hier. Guck mal, demnächst hier die Wände säubern. Reicht vollkommen. Brauchen wir nicht immer da herumgeistern. So, das ist der praktisch. Wir hätten auch von unten gleich hier hoch. Dann gehen wir mal hier hin. So, und jetzt muss ich mal gucken. Das so hin. Ich baue das jetzt. Also die unterste Reihe ist Wasser. Hm, okay. So, das ist der Plan. Und jetzt müssen wir sehen, was war das hier? Das so. Noch ein bisschen mehr freilegen. Wartet mal, ich nehme mal meine andere, weil dann haben wir nämlich gleich Steine. Die bisschen freilegen, damit wir hier höher kommen. Das Gebäude soll zwar im Felsen drin liegen, aber natürlich. So dass wir jetzt hier die Wände nicht mehr. Okay, das heißt, wir können unsere erste Wand quasi hier so hochziehen. Machen die einfach mal so alle möglichen Dinger hier gemischt. Ah, weiß ich. So einen darauf setzen. Oben wieder rein. Da einen rein. Mal einen Stein. Bei dem Bogen hier aus. So, dann können wir hier normalen Stein reinsetzen. Ah, setzen wir nicht sowas hin. Hier noch ein Andesit hin. 1, 2, 3, 4. Okay, das heißt, die da oben weg. Okay. Na, dann eben nicht. So.
heißt, hier setzen wir dann mal so einen hin. Das ist in den Ecken natürlich immer famos, weil man da so toll rankommt. Ja, dann machen wir das jetzt einfach hier einen hin. Setzen wir hin ran. So. Bei Ander sieht, wenn mich das mal hüpfen lassen würde, tut ich. Patz, patz. So, den machen wir unten hin. Dann halt immer weiter so alle möglichen Steine hier rein. Nein. Einen hin. Hier noch einen hin. Ah, das, Ja, die einzige Möglichkeit zu teleportieren ist jetzt wirklich über Command-Blöcke. hm. Ich meine, wenn das So nicht. wie ich es mir Wir halt haben schon ja, gedacht habe. wir haben ja nicht so viel von diesen Teleportern, die ja auf die Art funktionieren würden. Wenn die nicht zu serverlastig sind, denke ich mal, wäre das zu verantworten. Das müsste man halt mal beobachten. Ob das den Server in irgendeiner Form oder Weise beeinflusst. Oder? Naja, die NPCs sind halt nur dann aktiv, wenn die man in der Nähe ist. Sonst werden die ja nicht geladen. Ja, dann ist doch okay. Außer ich stelle die ein, dass die das clonen. Halt, wie gesagt, alles, was so ein bisschen so natürlich für die Leute spielbar bleibt, ist doch okay. Also wie gesagt, wir müssen halt Alternativen finden, sonst ist hinhören. Einzel. Hier noch ein. Hier unten den. Da ein bisschen hin. Haben wir gleich einmal rund. Rum. Ja, dann machen wir da ein Andesit hin. Hin. Mal. So, dann haben wir die Wände hier schon mal. Gut, okay, dann heißt, wir haben hier schon mal die Wände. Jetzt muss ich mir überlegen, was setze ich als Boden rein? Mir meine Blöcke. Was setze ich da jetzt? Da. Den Boden. Also den Boden hier haben wir ja einen Andesit, der wird aber dennoch anders. Die machen wir gleich an. Das machen wir gleich an. Den machen wir gleich. Den wird auch mal hinlaufen. Frage, du meintest jetzt, ich soll die NPC für jeden Punkt für die Bedrock ein NPC hinstellen oder meinst du mit Command-Blöcken das machen? Ja, was würde mehr Sinn Weil machen? wenn's nur ein Teleport-Ding ist, dann können die auch einfach sich dahin porten über einen NPC, wenn die rechtsklicken, so wie ich das mit dem Spawn-Typen gemacht habe. Das Mhm. funktioniert für die Bedrocker. Die können Okay. halt bloß nicht mit dem Chat interagieren, worüber Citizen funktioniert, Mhm. dass man das auswählt. Ach so. Ja, ich denke mal, damit mit der Alternative können die leben. Ich glaube, damit könnt ihr Ja, dann mache leben. ich das mit Command-Blöcken. Oder was sagt Matze? Matze ist ja noch da.
Matze, hast du verstanden, was Mimi gerade meint? Es gibt zwei Möglichkeiten. Es wären aber halt 12 NPCs dann. Da wären Command-Blöcke halt um einiges freundlicher. Ich denke auch. Romanblöcke vielleicht Serverfreund. Also muss ich da nur War gucken. gerade im Discord, hab nichts mitbekommen. Matze. Ja, er hat mir geschrieben gehabt da. Aber er sagt auch, es gibt so nix wirklich zum Teleportieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann mache ich das hier Westen und Osten. Das Halt nicht. muss ich halt nur die einzelnen Dinger hier. Habe ich vergessen? So. Komm, weil die müssten ja eigentlich farblich anpassen. Sag ich. Ich habe keine Ahnung. Das werden wir sehen, werden wir feststellen. Wenn nicht, müssen wir halt dann nochmal. So. Wir müssen die Bedrocker halt in den Keller gehen, um zu teleportieren. Kellerkinder. Kannst du dir mal angucken, wenn du möchtest. Ich komme gleich. Ich mache nur mal kurz hier meinen. Ach, Äh, Ach, im Keller sitzen die Mods. hä? Ich dachte, im Keller sind die Mods. Keller Hannah sind ist die so eine Art Mod. Kellerkinder. Ich bin auch ein Kellerkind. Genau. Ah, und mein Hund schnarcht wieder in eine Lautstärke. Also wenn ihr euch wundert, wo die liebe Rio heute steckt. Rio ist in 2 Pixel. Nehme ich mal. Und du heute nicht. Ja, ich erst morgen wieder. Das Ah ja, ist, heute ist ich Montag. brauche immer so meinen entspannten Stream. Und mein entspannter Stream ist Tatsache momentan echte Communities. Auch wenn ich ja hier Survival spiele, aber das ist so. Beim Momentum muss ich mich sehr konzentrieren auf das, was ich baue. Und hier kann ich halt so frei bauen. Entspannt, wenn ihr. Einfach so, ja, ich muss mich an nichts halten. Ich kann machen, was ich will. Was ja im Momentum so ein bisschen schwierig ist. Weil wir ja ein Thema haben, ich mich ja auch dran halten muss. So, das heißt, wir haben unseren ersten Fangpunkt. So, mal die hier nochmal weg. So, okay. Gehen wir erstmal unten unseren Gedöns einsammeln. Das
Ja, und das Glow habe ich vergessen. So. So. Schauen wir mal. Okay, 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 okay. Okay. Das funktioniert hier schon mal. Und sage ich jetzt mal hellgrau. Jetzt brauche ich Hm, noch ein bisschen. Ich hätte so gerne Kupfermauern. ähm, Ey, ist so. Ah, passt schon. So. es Formbare Masse. Durchscheinende grün Blöcke. Tropf, Tropf und und das Pulver. Osten Klimms Albtraum. Ist immer gut. Ähm, lila. So. Vorerst. Hier gehen wir runter in den Keller, weil ich brauche Tatsache und von dem Zeug hier. So. Das gar nicht kriege ich da drauf. Da kriege ich man die Waren. Waren. Ja. Das ist aber genau so gebaut, dass es genau 12 Kammern sind. Das ist ja mal wieder was. Genau 12 Kammern. Hm, sieht gut aus. Äh, Jetzt darf ich mir erstmal wieder die Koordinaten raussuchen. Da, da. Also hier ist Norden, Süden. Mensch. Und dann brauche ich Ketten. Ketten. Magnetisches. Können wir erstmal die Steine hier wieder weg. Brauchen einen Stein bei denen. Oh. Nein. Schade, dass man da keine Mauern. Und jetzt, wartet mal. Ich brauche Steine, falls da was an. Dann nehme ich nur einen normalen Stein. Mm, Ich komme heute nicht mehr klar mit Minecraft. Ja, das ist manchmal gar nicht so der Wurm. Zum Lachen in den Keller gehen, genau. Ich gehe auch gleich Ich, zum Lachen in den also Keller. Matze sagt auch, er hat nichts anderes gefunden, außer das mit dem Mount-Block. So, okay, das heißt, wenn ich jetzt Bock haben mag, ich nehme mal jetzt erstmal die. Nee, da habe ich irgendwas falsch gemacht. 6000, 6000. Ich habe zweimal 6000 gemacht. Ähm, ja, müsste ich. Bitte, hier ist ja ein Treppen.
Treppen. Das geht da hoch. Das soll da oben. Das heißt, ich werde jetzt. Nein. Oh, hab schon gedacht, ich falle hier runter. Gott, Gott. Nicht schon wieder. Den daran. Scheiße. Ich hasse es. Warte mal, wir setzen uns hier einfach mal so einen Hilfsstein hin. Okay. Hopp. Haben wir hier ein. Dann müssen wir die entfernen. Was ist das? An. Das nicht. Ja, das natürlich auch mit. Gleich mit Treppenlösen. Das geht. Okay, das heißt, einer wäre hier dran. Eine Treppe rein. Das ist doch schon mal cool. Ja, die lassen wir dann auch so. Dann haben wir. So, Autsch. die habe ich dann. Wollte nur was einsam. Warum geht heute meine Taste? Okay, dann hier. Daran. Ab. 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 Dann alle wieder wegmachen. Brauchen wir nämlich noch. Okay. Dann an. Das heißt, hier muss man ein bisschen aus. Dann. Okay, das heißt, hier wäre einer. Nehmen wir schon mal weg. Und dann haben wir da vorne noch. Ah. Okay. Gut, das heißt, wir haben unsere Markierungssteine. Cool. Hopp. Weil ihr gepflegte Zigarettenautomaten verprügelt. Ja, immer wenn es bei uns regnet, dann fallen bei uns hier die ganzen Automaten im Dorf aus. Echt schrecklich. Pet Simulator und Strongest. Hallo, herzlich willkommen bei den Klötzchen. So, okay, also. Dann habe ich vor, wir nehmen mal diese grünen Dinger da. Ah, ist das ein Lärm wie der Hundis? Macht doch nicht immer so ein. So, okay. Das heißt, da will ich jetzt so eine Dinger ransetzen. Also ihr, wie gesagt, Steampunk hat mir einer erklärt, ist die Kunst im Grunde um nichts weiter zu tun, als unsinnige Blöcke miteinander zu kombinieren. Das ist Steampunk. Und irgendwelche merkwürdigen Maschinen zu bauen, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Jo, das tue ich jetzt gerade. Hopp. Okay. So, jetzt haben wir ja Ketten und wir haben diese Dinger da. Ja. Und da habe ich jetzt Folgendes vor. Ich will da so ein Ding ransetzen. Das ist natürlich doof. Ne? Das muss hier wieder weg. Jetzt müssen wir, aua, ein bisschen höher. Das ist nämlich ein bisschen tricky. Ihr habt ja gesehen, dass ich im Momentum das gemacht habe, dass man das anders hin, ne, die Dinger umdrehen kann. So, das ist ein bisschen blöder, weil ihr immer auf- und abbauen müsst, aber das geht. Tatsache. Und dann habe ich vor, an dieses Ding da, Ketten ranzumachen. Oh, Was jetzt? Ketten. So, und dann haben wir ja wieder das Problem.
So, also hier passt es jetzt. Und wir müssen das jetzt quasi bei jedem Zappen machen. Und ich sag mal, oh, ein Nicky Ray. Hallöchen, Nimi, das. Hallo, und einer Fetz und Niki und Krenz und Motzicke. Mondzicke. Ich mache mal eine Motzicke aus dir. Sorry. Mondzicke, hallo. Wie geht's? Und danke, liebe Niki. Ja, also wie gesagt, und dann kommt natürlich das Ding hier wieder ran. Ne? So, und das muss ich jetzt an allen Ecken machen. Das heißt, es ist wirklich Tatsache ein bisschen tricky. Weil das geht hier teilweise ziemlich runter, aber das kriegen wir hin. So, weil ich habe ja gesagt, wir wollen hier etwas total Beklopptes bauen und das Bekloppte fängt damit an, dass bekloppte Steine nimmt und sie einfach mal wegentfremdet. So, das heißt, den muss man da wieder rausklappen. Der fällt dann wieder nach unten. Mal schon. So, dann brauche ich meine Behelfsblöcke, dann nehmen wir mal den Andesit. Sonst klappt das nicht. Da komme ich gar nicht rein. Weil ihr müsst natürlich immer eine gewisse Höhe haben, damit ihr den umdrehen könnt. So, jetzt seht ihr, ist er umgedreht. Musst ihr den da wieder abkloppen. Dann kloppt ihr euch hier wieder nach unten. Und dann nehmt ihr die Ketten und hängt 2 Ketten ran und das Stück Mauer. So. Jetzt müssen wir natürlich das Zeug hier wieder einsammeln. Gut, und das muss ich jetzt an allen Ecken machen. Ach, das ist okay. Oder einfach Moni. Na, dann machen wir Moni aus dir. Das mag ich mir auch besser. Mutzig. Ich weiß auch nicht, was ich manchmal lese. Ihr habt aber auch manchmal Joke. lustige Namen. Muss ich ja schon sagen. Gut, hier kommen wir dann eher ran. Da können wir dann einfach mal die Treppen hier hoch. Ne? Also manchmal ist es dann ein bisschen einfacher so. Das Ding wieder umdrehen. Den unteren Oh, wieder du ab. bist total. Ja, Du bist Roboter. ich bin Roboter. Dip, 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 dip. Keine Ahnung, Ich höre was dich heute. Das absolut gar ist. nicht. Hört ihr mich wenigstens normal im Stream? Ich hoffe doch. Ich Und hoffe ich bin doch. raus. Ah, ey. Hast du gerade wieder im Gedöns im Bett? Mein Internet ist weg. Dann lag's nicht un. Äh, Oh, wir haben hier einen vergessen. Schaut mal. Da gehört doch der andere. Hopp. Dann kommt doch ein Schuh. Okay. Mein Hm. Internet ist weg. Ey. Deswegen Also, habe ich die kaum verstanden. ja, wie gesagt, also, okay. Sie hören mich alle noch. Gut, also Mimis Holzleitung ist schuld. Geilerweise ist eigentlich das. Na, eigentlich soll das nicht sein. Aber ich muss dazu sagen, ich bin da auch immer so ein bisschen sensibel, weil bei mir YouTube ständig unbedingt immer gelben Fehler anzeigen muss. Ich habe nicht genügend Videodateien, flüssiges Streaming zu leisten und bla bla bla. Keine Ahnung. Mimi soll mal das WLAN-Kabel putzen, genau. Ha. Als wenn man das putzen kann. Armes Typ. Jetzt. Huch. So, auf jeden Fall, wie gesagt, also wir sind hier momentan eh mit allen Wassern gewaschen, also wir haben jetzt schon so viele Dinge durch hier, das glaubt ihr gar nicht. Also auch gestern zeigte es sich mal wieder, dass nicht alles unbedingt immer an uns liegen muss, sondern dass auch Minecraft manchmal, ja, ich sag mal, nicht ganz unschuldig in vielen Dingen. Gibst du mir bitte rein wieder dahin, da den aufsetzen kann. Warum lande ich im Boden? Was? Bist du gelandet? Im Im Baum? Boden. Boden. Im Boden? Oh, das hatte ich doch auch. Allerdings bin ich mir nicht so sicher, ob nicht einer mir den Boden vorher da weggenommen hatte. Als ich da Nee, es kann sein, dass ich halt die Dings falsch gemacht habe. Den Command ah. Höhe, den Y-Wert falsch gemacht habe. Ah, okay.
So, ihr seht also so Stück für Stück bastel ich jetzt hier so ein bisschen an dem ganzen Gedöns hier rum, weil da haben wir gestern, also habe ich gestern Abend noch, als ich etwas frustriert war, als der Stream von Momentum so plötzlich geendet hat, habe ich mir erlaubt, hier schon mal so ein Dach rüber zu machen und dann ist mir aufgefallen, ich will ja eigentlich da oben hin und das soll ja auch richtig fett Steampunk werden und da müssen wir mehr Kupfer rein, weil das ist ja hier so mehr oder weniger mein Lager, ne? Also sage ich mal so, Lager, ja, Lager für alles. Also das wird ein relativ großes Lager. Also momentan haben wir es ganz normal manuell gebaut, aber das kann man dann später vielleicht nochmal umbauen. So, und jetzt fragt ihr euch natürlich, was baut die da? Ja, irgendwas. Ich weiß es selber nicht. Ich habe nur so eine Idee. Kennt ihr das, wenn ihr nachts nicht schlafen könnt, weil ihr so ganz merkwürdige Ideen bekommt? Also mir geht's. Es ist ganz schrecklich. Dann habe ich eine schlaflose Nacht. Interesse. Hm. Dahin. Da, wieder hoch. Ne? Dann müssen wir den hier wegmachen. Ne? Hopp. Dann ist der umgedreht. Dann der hier wieder. Wieder nach unten abseilen. Vergessen, weil Kupfer ist wertvoll. So, dann haben wir hier die zwei Ketten. Dann kommt wieder Kupfer ran und ein Stück Aua. So. Das machen wir jetzt, wie gesagt, auf jeder Seite so. Oh, Weiter runter. bis. Bauen wir uns hier. Ich habe zwar Gerüste, aber ich muss das hier ein bisschen dann noch verändern. Oh, der umdrehen. Wie gesagt, manche Sachen sind nicht unbedingt Minecraft-Look. Erwartet das bloß. Manches ist ziemlich Das ist Christas. Christas Punkt. und so. Dann haben wir die schon mal hier alle. Weil wir Nee. müssen ja dieses komische Ding hier irgendwie verankern, ne? Das ist ja so halb fliegend, halb in der Wand drin. Und, also ob es wirklich einen Sinn nachher ergibt, wenn wir dahin gehen. Nein, Wie gesagt, ich nein, versuche jetzt nein, einfach nein. mal. Ah, Was machst du? ja, Ja? bei mir fliegt schon wieder alles vom Tisch. Ey, du sollst doch nicht deine Sachen vor lauter Begeisterung. Das ist ganz sicher keine Begeisterung. Das ist eher Ärger und Wut. Verzweiflung. Reine Verzweiflung, genau. Weil Bibi, müsst ihr wissen, hat nämlich gerade festgestellt, dass die Bedrocker unsere Teleporter gar nicht nutzen können und das anders gelöst werden muss. Das heißt, sie hat schon mal wieder eine tricky Aufgabe nach der anderen, wie ihr seht. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. So, Na, haben die wir jetzt. grundsätzliche Sache ist die Sache ist nicht die können grundsätzlich den, Mister Porter, wie du ihn nennst, Ja. können sie ihn nicht nutzen, weil der über 'n Chat funktioniert. Die können aber 'n Rechtsklick machen auf die NPCs und hin und her porten. Das wäre das. Ah, Das funktioniert ja. Bloß halt das im Chat auswählen funktioniert nicht. Die können nur den Norden in den ersten Posten dann immer gehen. das ist. Wir wollen ja, dass die auch sinnvolle Tätigkeiten tun. Weil es geht nämlich in erster Linie dafür, dass wir festgestellt haben, dass wir alle eigentlich relativ große Projekte bauen, das sprich etwas weitergezogen auseinander sind. Und wir überlegt haben, wie kommen wir natürlich jetzt an die Materialien ran, wenn, also zum Beispiel Christa müsste über die halbe Map laufen. Ich glaube 4000 Blöcke, über 4000 Blöcke oder sowas. Glaube, so um die 10.000 Sogar noch mindestens. mehr, ja, sogar noch mehr. Und Die dadurch ist ja in haben der wir, Nähe der Border. genau, und dadurch haben wir uns überlegt, dass wir natürlich, damit wir die natürlich dann auch ab und zu mal wiedersehen, wäre das vielleicht gar nicht so unsinnig, den Leuten dann zu ermöglichen, auf eine schnellere Art und Weise zum Farmland oder etc. zu kommen. Mal die Treppe hier nochmal wegnehmen. Miteinander verbindet, das wäre nämlich nicht.
Mal sehen. Ja, sieht das jetzt? Das muss hier irgendwie. Ähm, gut. Okay, der letzte hängt auch. Jetzt müssen wir erstmal wieder alles einsammeln, was unten gelandet ist. Das hier. Ja, mein ganzer Krempel liegt. Okay. Also. Nehmen ein Stückchen weg, damit wir das mal betrachten können, was ich da so in meinem Hirn wieder ausspinne. Also ihr seht, das ist so ein kleines Häuschen, was halt so jetzt momentan ziemlich in der Luft Ah, rumschwebt. Mini, ganz ruhig. Ganz ruhig. Oh Gott. ja, Rio hat mich gerade erschreckt. Ei. Rio hatte ich. Oh. Das macht sie gerne, aber ich auch. Ja, weiß ich. Wenn unsere liebe Mimi so schön in konzentrierten Gedanken verschwindet, sage ich mal so, denn macht besonders viel Spaß. Ja, aber ich bin dann diejenige, die dann wieder Herzprobleme kriegt. Jo. Reizausbrüche. Nicht nur das. So, okay. Also, jetzt können wir das hier mal wegnehmen. Ich habe ja diese kleine Treppe da noch so weg und gehen hier hoch. So, also der Sinn an der Sache ist, also man kann hier momentan das Haus noch betreten. Das wird aber auch noch anders gemacht. Momentan ist dieses Haus ein bisschen schwebend unterwegs, was ja nicht das Schlechteste ist. Wird sich aber gleich ändern. Ja. Weil warum sollte man denn nicht die einzelnen Etagen durch Ketten? Ziemlich blöde Idee, Scheingeister. aber das ist Jetzt bin ich eine Steampunk. Zeile verrutscht. So, okay, Nicht gut. Absolut nicht gut. wir müssen jetzt sehen, dass wir das, was wir da haben, jetzt dem hier sozusagen verbinden. Das heißt, jetzt kommt hier überall noch Ding rein. Au, es war zu weit. So weit wollte ich nicht. Oh, ich bin doch nur hier auf dem Baum. So, überall noch so ein Ding ran. Zack. Halt. Ah, ich sollte meine Brille putzen. Das ist ja schlimm hier. So, machen wir das hier auch mal ein bisschen auf. Oh, weghauen. Ja. Oh, ja. Ja, komm. So, dann müssten wir die eigentlich da auch alle. So, hängt jetzt überall einer dran? Ja. Gut, okay. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen die Basis geschaffen für das untere Gebäude. Mhm. Und das untere Gebäude wird jetzt ein bisschen merkwürdig, weil da muss ich mich dafür blöcken. Ich habe gehört, ich habe komisches Holz. Hier geben mal komisches Holz. Wisst ihr welches? Ich glaube, da muss ich doch noch mal zum Marktplatz. Ich glaube, da habe ich noch nicht so viel von. Da, diverse Hölzer. Ich habe hier, die könnten natürlich, wartet mal. Bambus, Bambus. Kriege ich auch Bambus? Bambus. Muss ich mal über Bambusbretter. Bambusbretter kriege ich von Bambus. Könnten natürlich Kirsche. Ah, ich bin noch nicht so überzeugt. Ich würde sagen, wir werden das mal so machen. Wir werden mal. Schön. Sie lande ich hier. Egal. Punkt ist Punkt. Das ist Allerstadt. Das ist reinkloppen. Oh, unseren Kalzit. So, dann will ich mal in mein magnetisches
All mein Sitz ableiten. Mal kurz. Und Quatsch. Ja, hier. Gut, okay. Und meine Ketten. Meine Ketten müssen da rein. Wer weiß, was uns unterwegs hier so passiert. Sicher ist sicher. So, jetzt meine Emeralds habe ich bereit. Jetzt habe ich überlegt, ich werde das so machen. Ich werde jetzt mal zum Marktplatz reisen und mal gucken. Guten Abend, liebe Lumi. Sorry. Ich gerade gar nicht kommen gehört. Also, eine Gerüste packe ich mal hier hin. Habe ich ein Bett? Jetzt ist, ja, die habe ich alle. Gut, Porter stehen. Ja, dann können unsere Bedrocker das ja mal aus. Naja, müsste ja eigentlich funktionieren so an sich, weil ist ja halt aber gerade kein Bettdrucker da. Ein Bedrock. Also, auf jeden Fall eine ganze Menge. Eine Wolle noch im Magen. Produkte aus der Hölle. Hier haben wir noch ein und ein Füß. Essen und Getränke. Da können wir nochmal gut einpacken. Diverses Material. Hier haben wir noch Bambus. Ich könnte natürlich hier ein bisschen Bambus an. Ich werde mir mal Wolle machen für ein Bett. Ach, hier ist es. Okay, okay. Mal kurz umsortieren. Ordnung muss sein. Ah, ich habe extra Kupferkiste. Oh, okay. Kupfer hier rein. So, okay. Dann schaue ich nochmal hier nach. Ich habe noch 3 Diamanten. Die brauche ich jetzt nicht. Will ich, dass ich da irgendwas mit Dings bauen kann. Kann ich nicht. So, dann werden wir mal gucken. 1, 2, 3. Oh. Das ist, die kommt dann wieder zurück. Warte mal, wir können noch. Warte. Ich werde mal dann auf jeden Fall das auch packen. Erde. Erde. Ganz wichtig. Erde. So, ich wollte einfach noch 3 sinnlose Holzblöcke rumzu. 1, 2, 3. Haben wir noch irgendwo Blümchen oder? Produkte von Gaia. Schauen wir doch mal ein. Ja, wir machen uns ein gelbes Blättchen. So, okay. Das. Warte mal. Das. Hm? Das. Das. Ich koste. Die beobachtet mich die ganze Zeit. Die guck, was du da machst. Sie passt auf. So, okay. Also, ich habe gesagt, wir nehmen jetzt Erde mit. Weil ich weiß, dass da ein ganz toller, netter Herr ist. Der ganz tolle, nette Dinge da geht. Nehmen wir jetzt einfach mal. Ah, ganze Inventar vollgemüllt. So, dann gehen wir hier durch. Ab. Und dann sagen wir, hallo, kleines Steampunk-Füchschen, ich möchte gern zum Markt. Plopp. Und schon sind wir am Markt. Yay. Ja, und über die Heimreise, wisst ihr ja, muss ich den Froschi-Bauch drücken. Ja, den Froschi einfangen und den Bauch drücken. Oh, ich laufe wieder meine Abkürzung, kennt ihr ja schon. So läuft immer Abkürzung. Aua. Bricht sich dann irgendwann die Haxen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn? Denn? Wann sieht der nette Herr? Genau, Welche schnappen. denn? Schnapp, 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 schnapp. Also ihr seht, oh, ihr werdet eure Erde hier los. Euren Kobbel. So. Okay, ich habe schon mal das.
Jetzt habe ich gesagt, dass ich ganz bestimmte Dinge wollte. Ich wollte beklopptes Holz. Vielleicht kriegen wir hier irgendwo beklopptes Holz oder beklopptes Baumaterial. Was wollen Sie denn dafür? Okay. Die sind ja ganz schön unverschämt, wissen Sie. Schauen wir mal weiter. Also wir hätten unseren Kupferheini, aber Kupferheini können wir selber machen, ne? Angelaufener Kupferblock. Verwittert, poliert, alles mögliche. Dann haben wir unseren Diorit-Calcit-Typ. Dann haben wir Blockhead und Arrow. Die verkaufen Keramik. Die brauchen wir jetzt auch nicht. Die brauchen das. Das würde mich schon eher interessieren. Was haben wir denn da? Quarz könnten wir einkaufen. Okay. Quarz, Quarz. Okay. Also der verkauft mir Quarz. Gegen Nether Dings. Das ist schon mal so ein Deal. Dann gibt es hier Tick, Trick und Track, unsere Keramik-Heinis. Und dann haben wir noch Mr. Pflanze. So Mr. Pflanze muss ich mal gucken. Was hat der denn an? Er hat normales Holz. Also ich würde mal sagen, ich will nicht unbedingt dann den Versuchungen gefallen. Nee, das passt mir auch noch. Hier dann dieses Holz. Ja. Ich glaube, das hatten wir unterwegs irgendwo gefunden. Also, ihr habt auch so ein Schlammheini. Ne? Ich könnte jetzt zum Beispiel beigehen und dagegen, wenn ich zu faul wäre, Schlamm. Ich meine, ich wohne im Schlammgebiet, also macht es wenig Sinn. Gut, das heißt, wir werden jetzt gucken, dass wir den Herrn hier. Ja, was haben wir denn? Nether Ziegel haben wir. Ich möchte aber Nether Quarz. Okay, das heißt, ich werde jetzt das machen. Das machen. So, weil der Nether ist ja noch nicht auf. So, und dann habe ich ja noch ganz viel Sand. Den Sand werde ich jetzt her. Komm nochmal wieder. So, ich brauche noch. Ich habe ja noch ganz viel Emeralds und. Weil ich verbrauche jetzt erstmal meine Erde. Oh, weil da habe ich eh viel zu viel von. Okay. Gut, dann gehen wir wieder rüber und holen uns den Quarz. Da. So könnt ihr halt hier hin und her tauschen. Ich finde das sehr angenehm. So. So, haben wir zumindest 6 Quarz. Und grobe Erde habe ich jetzt auch versehentlich im Inventar gebraucht. Tauscht er wahrscheinlich auch. Tauschen? Nein, sie tauschen nur normale Erde. Okay. Okay. Der kauft denn bitte für 8 Emeralds und 32 Erde. Guten Abend, Gucci. Schnappi, du spinnst. Was braucht er? Okay, also wir haben jetzt unseren Einkauf getätigt. Das heißt, ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal so wunderschöne Quarz-Dinge, mit denen wir wunderschöne Quarzsäulen zum Beispiel machen könnten. Ja? Solche Dinge. Okay, ich zeige euch mal. Also, wer hier auf den Server kommt, hat sich ja sicher gefragt, wo hat Bobo ihren schönen Rucksack? Ja, Bobo hat einen Fuchs. Der trägt ihre anderen Rucksäcke mit. Aber wenn ihr Rucksäcke habt, rennt schon wieder jemand weg. Dann müsst ihr hier, da ist ein Esel, persönliches kleines Eselchen, hallo ja. Dann müsst ihr hier in das Haus immer schön die Türen zumachen. Ne? Da. Und dann sitzt hier Bubu. Und wenn ihr Bubu anklickt, ganz freundlich, guckt mal, was ihr kriegt. Und jetzt brauche ich die Mimi nochmal, weil die Mimi muss mir nämlich mal sagen, hier stehen ja keine Preise dran. Aber, soweit ich weiß, kriegt man die gegen Level, ne? War das nicht so? Oder kriegt man die so?
schuld. Na gut, dann setze ich mich. Ja, Bubu und Bubu. Ja, geht da? Kleinen Bubu mit großem Bubu. Ja, müssen wir einen Augenblick warten. Auf jeden Fall habe ich mitgekriegt, ich glaube, das ist mit Level. Matze, weißt du was darüber? Kimi ist gerade nicht da, oder? Ah, Matze ist gute Nacht. Kai, du müsstest das eigentlich wissen. Ich glaube, du hattest die auch schon. Oder Christa. Ich glaube, das war gegen Level. Ich glaube, das war gegen Level, dass Ich kann es man... dir gar nicht mehr richtig sagen. Ich glaube, das war Aber gegen ich meine Level. ja. Ich glaube, ja. Mir war das auch so, weil ich die natürlich als Testkaninchen von meinem Füchschen kriege und ich dafür keine Level brauchte. Aber ich glaube, die gibt's gegen Level. Also das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Auf jeden Fall befinden wir uns hier in meinem allerersten Häuschen, was ich gebaut habe. Damals habe ich, ja, meinen Kanal angefangen. Das war ich glaube, eins meiner ersten Videos, was ich gemacht habe nach Krokos Community-Server. Und habe hier über das Haus, gibt es ein Video drüber. Ja, noch ohne Sprache, nur mit Musik unterlegt. Ähm, wo ihr euch quasi das Tutorial angucken könnt, wie ich dieses Haus hier gebaut habe. Und ein paar andere um mich herum auch. Also da gibt es so eine ganze Tutorial-Reihe, könnt ihr mal gucken und schmunzeln, wie ich hier so angefangen habe. Wie gesagt, auf jeden Fall ist das hier in meinem allerersten Haus, was ich gebaut habe, also in dieser Welt sozusagen, die dann später dank euch ja genau, Gegenlevel. Danke, Christa. Also, wie gesagt, die ja dann im Grunde genommen von euch mehr oder weniger übernommen worden ist, weil erst habt ihr mir gesagt, was ich bauen sollte und dann habe ich gesagt, so jetzt kommt auf den Server und baut selber mit. Und aus diesen Leuten, die hier mitgebaut haben, ist dann letztendlich mein Bauteam geworden. Und das Bauteam und ich haben dann entschieden, dass wir da draus den Community-Server machen. Das ist die Geschichte. Mhm. Also letztendlich hat jeder so von euch ein bisschen was dazu beigesteuert. Ja. Gut, okay. Also, was habe ich noch vor? Ich würde gerne zum Farmland. Weil ich habe gehört, dort gibt es Bambus. So, das heißt, ich werde mich jetzt den Weg zum Bahnhof machen und werde mal wieder eine schöne lange Fahrt mit der Lore, mit der Eisenbahn unternehmen. Hier ist übrigens auch so das ist auch, da gibt es auch ein Tutorial drüber. Hier mit dem Kran oben drin. Hier, Kran. Ja. Und so ähnlich werde ich das dann auch machen. Also, ja, also, das war schon so eine Mischung aus, ja, Bubu-Bauweise und so. Die Anfänge von Steampunk. Und falls sich jetzt jemand fragt, wie komme ich auf die Idee, jetzt mein Megaprojekt in Steampunk zu bauen, das gibt auch eine schöne Geschichte. Und zwar habe ich damals auf der Überraschungsmap, als ich soweit eigentlich durch war mit meinem Team, mit dem lieben Skeletto Langeweile gehabt. Hallo Winnie. Und ja, und wir sind, weil wer so ein bisschen sich an diese Überraschungsmap für Kroko halt sich erinnert, die hat Kroko übrigens irgendwo in seiner langen Liste seiner Videos, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob das da noch drin ist. Wenn nicht, müsste ich mal Kroko fragen, ob er das noch hat irgendwo. Dann kann ich euch das mal verlinken. Das war nämlich richtig lustig. Und zwar haben wir alles, was Kroko bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, ich glaube, das war, wo er das allererste Mal Craft Attack gespielt hat, haben wir alle Videos, alle Dinge, die er je gemacht haben, auf eine Map gepackt. Das war eine Bastelei. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das wurde immer größer und größer und samt Mini-Kroko seiner Duplo-Eisenbahn und es war der Hammer. Auf jeden Fall, wie gesagt, waren wir dann soweit durch und Skeletto und ich hatten ein bisschen Langeweile und sind dann beim Durchforsten auf die Abteilung Kroko und Steampunk gestoßen. Kroko hatte mal ein Tutorial gemacht über, na, so, über eine Steampunk-Fabrik, die hat er gebaut und ja, also auf jeden Fall haben wir uns dann überlegt, okay, so eine Fabrik alleine sieht doof aus. Was können wir machen?
Und haben dann angefangen, quasi eine ganze Steampunk-Ecke zu bauen. Ja. Und ui, das sieht ja so anders aus hier. Ui, ist ja alles so hell und freundlich auf einmal. Wunderschön. Hier hatte auch jemand Langeweile, glaube ich. Okay, wir fahren jetzt mit der Eisenbahn ins Farmland. Einmal anschubsen kurz. So, jetzt haben wir sowieso Zeit zum Quatschen. Weil das dauert jetzt einen Augenblick, bis ich da ankomme. Auf jeden Fall, wie gesagt, haben wir dann eine ganze Steampunk-Ecke gebaut und ja, und ich habe plötzlich gemerkt, mir hat das einen Heidenspaß gemacht. Also da waren dann Häuser bei mit Propellerantrieb und in unmöglichsten Flaschenzügen, Kräne und ach, alles, was man so an so Häuser rankleistern konnte an Technik, haben wir da rangebaut und das war so mega lustig. Und da habe ich so mein Faible für Steampunk entdeckt und ja. Allerdings muss ich dazu sagen, die haben ja damals alles in Kreativ gemacht und mit WordEdit und so. Da habe ich so die ersten Schritte gelernt, die ich jetzt alle wieder vergessen habe. Er ist schon eine Weile her, ich glaube 3 Jahre oder so. Und ja, was soll ich sagen? Also im Survival ist das nochmal eine andere Hausnummer. Das heißt, ich muss da schon ein bisschen mehr überlegen, wie ich was mache. Und vor allen Dingen, ich glaube, damals haben wir noch in der 1.16 gespielt. Das heißt, wir haben ja auch viel mehr Blöcke jetzt. Also wir hatten damals auch kein Kupfer oder sowas halt, ne? Das kam ja alles erst später. Auf jeden Fall, wie gesagt, da kommt mein Faible für Steampunk her und ich bin auch ein absoluter Fan von Hermitcraft. Da sind etliche bei, die im Steampunk-Stil bauen, die mir da auch so ein bisschen Tipps gegeben haben. Also die haben einfach gesagt, nimm alle Blöcke und ja, mach was draus. Also denkt ihr einfach, überliest die Namen, also wortwörtlich überliest die Bedeutung, vergisst die Bedeutung eines Blockes. Setz ihn einfach dafür ein, wo du meinst, dass es sein muss. Weil Minecraft ist Fantasie. Ja? Und da ist dann eben schon mal, ja, ich sag mal so, nicht jeder Block ist dann der Block, für was er dann eigentlich bestimmt ist. So. Gut, jetzt sind wir in der Farmwelt. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich bräuchte eigentlich richtig viel Bambus. Richtig Bambus. Hier gibt es übrigens die Froschi-Farm. Und ich brauche jetzt viel Bambus. Und Bambus ist, glaube ich, hier hin. Das Zeug. Das möchte ich haben. Weil das ist so ein bisschen heller Kontrast und dunkler Kontrast. Auf jeden Fall möchte ich einfach mal total komplett anders bauen, als was ihr von mir kennt. Ihr kennt ja immer so eher so das Normale. Nein, normal auch nicht, aber so ein bisschen verrückt. Okay, hier ist zurzeit nichts drin, dann müssen wir warten. Okay, stellen wir uns. Ah, Fackel wollte ich da nicht. Gut, okay, dann müssen wir einen Augenblick warten. Ich hoffe, dass die Bambus... Oh, hier ist Bambus drin. Na, dann nehmen wir doch das mit. Dann hat einer das nämlich geleert. Da, ich weiß gar nicht, wie viel ich davon... Habe ich eine Werkbank mit? Ich hätte gerne eine Werkbank. Mann. Okay. Muss ich meine aus dem Rucksack holen. Auch gut. Okay. So, hier sind übrigens meine ganzen Bündel drin. So, jetzt stellen wir mal die Werkbank auf und machen uns mal diese ganzen Bambus. So. Okay, das heißt, wir brauchen wirklich sehr. Oh. Okay, das heißt, wir werden uns zu Hause eine Art Bambusfarm machen. Ich habe ja Bambus zu Hause. Weil mit den Bambusblöcken habe ich bisher nur im Kreativ gespielt. Also gar nicht im Survival. Was übrigens für viele neue Blöcke gilt. So, und da ich hier schon mal bin, könnte ich eigentlich mal einen Abstecher hier hin machen. Und gerade am Überlegen. Ein bisschen Eisenblöcke haben wir genug. Ich geh mal eine Runde zur XP-Farm. Weil Level, wie gesagt, sind immer gut.
Level sind immer. So, gehen wir mal. Da kann ich Froschilichter gebrauchen, weil das sind ja immer so ein bisschen Wege, die man hier zurücklegt. Dann habt ihr eigentlich immer so Zeit zu überdenken, was brauche ich noch? Prismarin brauche ich nicht erstmal. Da beim nicht. Ich glaube, da habe ich es simpel noch. Wir gehen mal zur XP. Weil ich bin ja leider durch immer mal so. Okay. Gut. Dann gehen wir mal. Hier haben wir Spinnis. Und hier haben wir. Und zum XP sammeln ist es okay. Ansonsten, wie gesagt, braucht ihr euch hier eigentlich keine Gedanken machen, weil eigentlich das Loot da oben immer extrem voll ist. Ja, ich mache jetzt einfach nur. Wir könnten bei der Gelegenheit mal beigehen und eigentlich unser Zeug mal reparieren. Fast alles. Boah, machen wir das. Ja. Ihr könnt da ruhig so ein bisschen runtergehen. Passiert nichts. Ja, die können euch jetzt sehen. Ihr seht, also das Zeug fällt unten rein, die XP-Punkte. Ja. Ja. Weil wir haben uns nämlich gedacht, damit wir das alles serverfreundlich haben, haben wir quasi hier so ein Gebiet auserkoren, wo ihr eigentlich alle gängigen Farben findet. Und diese XP-Farben, die ihr sehen könnt, ist unter anderem auch eine Goldfarbe, weil ja unser Nether offiziell noch nicht offen ist. Heißt also, ihr könnt hier halt auch Gold kriegen. So, Endertruhen gehen hier nämlich noch nicht. Und, ja, wie gesagt. Weil, Endertruhen bedürft ja, wartet mal kurz. Ich muss mal kurz was machen. Hopp. Oh. 24 Stunden Timeout. Das ganz einfach. Ihr wisst ja, was ich gesagt habe. So, es gibt keine Abmahnung bei uns gleich. So, okay. Auf jeden Fall, wie gesagt, was ich sagen wollte, also es gibt ja noch keine Lohnrouten und dergleichen, da wir ja noch nicht ins Nether kommen und deswegen haben wir eine Goldfarm hier mit drin. Ne? Also von hier, weil da könnt ihr schon mitnehmen. Und alle gängigen Farmen sind hier, also Wassertempel quasi haben wir auch mit den Wächtern drin, könnt ihr Prismarin holen. Und zwar ist es eigentlich gedacht, dadurch, dass wir ja hier mit Strukturen und dergleichen spielen. Also, die Map ist so aufgebaut, dass ihr so ein bisschen mehr den Fokus wieder legt auf Bauen und Abenteuer erleben. Und weniger dieses Farmen bauen, weil wenn viele Spieler hier viele Farmen bauen, dann irgendwann ist es wieder für kleinere Leute mit kleineren PCs und kleineren Geräten. Und ihr seht, es leckt nicht. Es funktioniert super. Ich kann mich nicht sagen. Ich stelle mich hier einfach hin. Oh, ein Dirk van Dijk. Ja, hier kommen unsere ganzen Mitgliedschaftengewinner auch langsam eingetrudelt. Also viele haben meinen Aufruf ja schon wahrgenommen. Ich hatte nämlich gesagt, also passt auf, das Problem an der Sache ist, wir haben noch eine ganze Menge Leute, die noch nicht ihre Rollen haben. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, ihr habt vergessen, die Serverregeln anzuklicken. Und ihr könnt den Mitgliederbereich und alles andere ja immer nur dann sehen, wenn ihr das macht. Ja. Heiler wieder.
Wie gesagt, also, ihr solltet also alle, die jetzt neu in unserem Discord sind, also bei der Klötzchenbande, solltet ihr mal schauen, dass ihr da nochmal guckt, ob ihr auch wirklich die Serverregeln angeklickt habt. Weil, wie gesagt, gerade die Mitgliedschaften ja geschenkt bekommen haben, ist das sonst nicht möglich hier mitzuspielen, weil die IP kriegt ihr natürlich nur im Discord. Jetzt komm doch mal runter, sei doch nicht so schüchtern. Und ich habe gerade gelesen, dass die Nini mich gefragt hat, ob ich Management brauche. Nee, ich bin mein eigener Manager. So groß sind wir noch nicht, dass ich einen Manager brauche. Da habe ich genügend erfahrene Leute um mich rum, die mich da unterstützen. Ist aber lieb gemeint. So. Ja, also auf jeden Fall, wie gesagt, habt ihr hier alles, was ihr braucht an allen möglichen Farmen. Die müsst ihr nicht selber bauen. Und Christa zum Beispiel, die hatte sich jetzt vorübergehend ja eine gebaut, weil sie ja fast an der World Border da baut. Das ist auch okay, aber wie gesagt, ihr kriegt, wenn ihr sehr weit weg seid, natürlich euren persönlichen Teleporter in der Nähe, damit ihr natürlich hier einfacher, wenn ihr zum Farmland kommt und an den Spawn, zum Tauschmarkt und natürlich zur Trading Hall. So, jetzt macht mal hin. So, ein paar Level richtig Spaß haben. Dann können wir nämlich mal gucken. Ich könnte ja auch meinen Abstecher zur Trading Hall nochmal machen, das verzaubern. Ich musste das ja noch mit haben. Ich glaube, irgendwo fehlte noch was auf meinen Sachen. Da ist Reparatur drauf, da ist auch Reparatur drauf. Da ist Reparatur drauf, ist auch Reparatur. Irgendwas war... Was noch gefehlt hat. Ja, da fehlte noch was. Seht ihr das? Das müssen wir auch nochmal. Dass die Farm wieder ein bisschen überfüllt ist. Weil dann können wir wieder was mitnehmen. Und wie gesagt, das haben wir ganz gut. Ach, die haben eigentlich eine ganz gute Aufrüstung. Porter Stern. Juhu! Juhu! Das heißt, unsere Bedrocker sind auch beweglich ab jetzt. Yay! Das war nämlich erstmal nur für die Java-Leute wieder möglich. Aber das probieren und lernen wir ja momentan. Dass wir da so ein Äquivalenz haben. Weil das Bauteam besteht nämlich deswegen auch aus Bedrockern und Java-Leuten. So. Na komm. Das haben wir auch schon wieder. Wie können wir die noch machen? Na komm runter. Sitzen wir mal wie ein Juli. Ah. Okay, die ist auch fertig. Gut, okay. Ach, mein Bogenkopf. Der hat ja gar keine Reparatur draufstehen. Das war ja ein unendliches. Ich werde es nie lernen. Okay, gut. Dann haben wir das. Dann machen wir die Herrschaften hier noch platt und dann gucken wir mal, was dann ist. Oh ja, jetzt mal gucken. Also ihr seht, das Ding läuft. Ja gut. Ist am Ende hier. Also ihr seht hier sehr effektiv hier. Da, weg hier. Okay, und ihr seht also, ne? Es ist eine Menge da. Also, um Knochen, Karotten, könnt ihr euch alles immer mitnehmen. Ne? Dann haben wir hier so Leder ohne Ende. Leder, was könnte man aus Leder machen? Ich werde mir ein bisschen Leder mitnehmen, dann könnte ich ein paar Items finden. Bögen gibt es momentan nicht, Gold gibt es auch nicht. Hier gibt es noch Knochen und Knochenmehl. Knochenmehl ist übrigens auch ein wunderschöner Baum. So, vielleicht mal mit. Und gucken.
Wartet mal. Und fahren Platz. Warum habe ich hier so Holz? Keine Ahnung. So, okay. Das zeigt aus der Hand. Warum habe ich hier einen Boden in der Hand? Warte. Bogen. Nuggets. So. Okay. Jetzt ab. Jetzt müssen wir das machen. Und das. Nein. Erstmal das alles klein häckseln. So. Und jetzt tun wir das mal. Es war gerade etwas verwirrt. Okay. Dann legen wir mal das Knochenmehl da wieder rein. Und man nicht. Also ihr seht, auch wenn er hier steht halt, es geht munter fröhlich weiter. Also während ihr hier rumwurschtelt. Mit den Spinnen ist übrigens auch dasselbe. Ah, ihr stellt euch da hin und dann kommen die ganzen Spinnen. So, okay, das haben wir. Weil das nämlich auch ein wunderschöner Baublock ist. Ja, und dann haben wir halt, wie gesagt, unsere Wächterfarm. Die findet ihr da hinten. Oh, da gibt es dann Prismarin und sowas alles. Und bei den Fröschis kriegt ihr Schleim und Frosch. Und Magma-Kugeln und habt ihr nicht. Also alles. So, dann mache ich mich mal wieder auf den Weg nach Hause. Wieder eine lange Reise. Aber es lohnt ja so. Dann anklicken und ich würde gerne abfahren. So, okay, wir sind wieder unterwegs Richtung Heimat. Müssen wir erstmal den Froschi suchen und ich habe Zeit zu trinken. Trinken nicht vergessen, ne? So, okay. Jetzt bin ich am Überlegen, was könnte man noch machen. Also ich habe ganz viele Teile gekriegt von diesen Schleifsteinen. Also ja, wenn ich so die Eisentüren sehe, die gehören ja zu Steampunk ja auch dazu. Aber ich glaube, ich habe noch genügend Eisen da, um mir Eisenfalltüren. Wir müssen halt nur gucken, weil ich bin ja nicht im Kreativ. Das heißt, ich kann die Dinger natürlich nicht beigehen und mit dem Debug-Stick einfach mal verändern. Das geht nicht. Also müssen wir uns da was einfallen lassen. Aber da wird uns schon was einfallen. So, dann könnt ihr ja mal die Zeit nutzen, hier so ein bisschen erzählen. Habt ihr denn schon mal was im Steampunk gemacht? Wenn ja, würde mich das wahnsinnig interessieren. Die haben nämlich im Discord so eine wunderschöne Abteilung drin, die nennt sich Eure Bauwerke. Und das muss auch nicht unbedingt Steampunk sein. Aber wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir ja mal so zeigen, was ihr immer so baut. Das würde mich echt mal interessieren. Ich mag das. Irgendwas anderes. Wir haben ja übrigens auch noch diesen Monat eine Servertour geplant, die Rio und ich. Und weil wir müssen natürlich allen erstmal ein bisschen Zeit geben, weil wir sind ja seit Januar erst hier wieder mit dem Server on. Natürlich ein bisschen was zu bauen. So. Okay. So, ich bin wieder da. Sehr schön. Ich bin auch wieder da. Und bin gerade auf dem Weg zur Mimi, zum Teich und einen Frosch zu. Hört sich irgendwie falsch an, aber ist so. Ich muss meinen Frosch knuddeln und knutschen, damit ich nach Hause komme. Ihr glaubt's nicht, werdet ihr sehen. Habe ich gleich erstmal wieder meinen Froschi. So, dann gehen wir im botanischen Garten durch. Richtung See- und Magieschule. Die Magieschule ist übrigens immer noch im Bau. Der Zeit, dass die mal eröffnet wird, oder? Dann muss ich mit Niki absprechen, wie wir das machen da. Zauberunterricht. Aber
hat einer vergessen, den Sound zu. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo steckt der kleine Troll hier wieder? Hallo, Froschi. Froschi. Put, put. Froschi. Froschi. Ah, da kommst du. So, komm mal hier, kleiner Wicht. Frosch. Nicht. Ja. Ah, ja. Klick. Und schon bin ich zu Hause. Yay! Bobo ist wieder zu Hause. Liebe meine Glocke. So, okay, dann haben wir unser Knochengedöns. Produkte aus der Hölle, ja. Da haben wir. Seht ihr, da haben wir nicht. Jetzt müssen wir sehen. Und zwar möchte ich Tatsache jetzt beigehen, dadurch, dass ich jetzt dieses komische Holz nicht habe. Ich habe auch keine Setzlinge für die Pilz, weil das Nether ja noch nicht ist. Und wir haben durch Zufall dieses Holz nicht. In einem dieser ganzen Strukturen, die wir und ich ja erkundet haben. Und ja. So, und Bambus habt ihr ja auch gesehen, ist relativ aufwendig. Heißt, ich muss mir jetzt Stelle suchen, für Bambus hin kann, wo mich keiner killt. Ich weiß, dass wir oben Bambus schon angebaut haben. Irgendwo. Aber in dem alten. Genau, da ist auch. Da hier ist. Mal einfach noch ein bisschen Bambus dazusetzen. Ah. Alles mit Bambus voll. Yay. Der Lücke ausnutzen hier. Bambuswelt machen. Okay. Gut, dann können wir den hier schon mal wieder halbwegs absitzen. Also sonst habe ich nachher ein schlechtes Gewissen. Die füllen ja mal meine Kisten und ich nehme immer nur. Also muss ich selber was machen. Jetzt wir holzen quasi alles bis zur ersten Etage mal ab hier. Ah. Irgendwann guckt mich hier ein Panda an. Ah. Ich klemme. Deswegen mag ich die Dschungelwälder mit Bambus nicht, weil ich bleibe immer hängen. Immer. Ich kenn's gar nicht. Hier. So. Einsammeln hier. Noch ein großer. Plopp. Nicht den Weg versperren. So. Halt. Stopp. Okay. Gucken wir mal, wie viel wir haben. Okay. Fast 3 Stacks. Passt. Worauf ich mich am meisten freue, zum Beispiel bei der 1.21, ist die Varianz, die man dann mit Kupfer macht. Weil es gibt so tolle Dinge. Ah. Aber wie gesagt, da müssen wir uns leider hier noch gedulden. Das kriegen wir alles. So, okay. Das heißt, wir haben jetzt die hier wieder. Dann machen wir mal den Rucksack auf. Da hatte ich ja noch diese anderen Sachen drin. Die grobe, ja, das war's. Mal irgendwo eine Lederkette. Das ist auch nicht. Das
Okay, dann machen wir das in diese... Leder. Das brauchen wir später dann um diese... Ach, sag schon. Diese... Item Frames zu machen. So, jetzt hab ich's. Okay, mein Quarz weiß ich. Bambus. Müsste ich mal gucken, was kann man mit Bambus? Kann das hier? Bam- Bambus. Gab doch auch. Ah ja, Bambus. Okay, wir machen mal ein Stack, wandeln wir mal um. Ich habe, glaube ich, nur diese Variante. Mit gemischt mit der hier. Oh? Okay. Schwarz habe ich auch noch. Scheine Blöcke. Nee. Silberklimps. Ja, dann machen wir mal das Antimittel da unten rein. War nicht besonders logisch, aber passt schon. So, dann brauchen wir die dunkle Erde, die schmeißen wir da wieder rein. Gut, dann haben wir zumindest jetzt mal die Blöcke, die ich haben möchte. Jetzt muss ich mal ein bisschen was gucken. Oh, das ist ja hier gut gewachsen. Kann ich mich ja nicht beklagen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Bitte doch. So. Jetzt ist die Frage. Frage. Ich könnte. Ich weiß nicht, ob ich so gerne da was ranbasteln. Aber die Frage. Doch, habe ich noch. Könnte ich wagen. Drei 3 Seiten. 3 Seiten. 4 Seiten. Also ihr seht schon, das ist sehr aufwendig. Oh Mann. Ich werde gekillt irgendwann. Ich werde Eisenverbrauch ohne Ende haben. Nein, das ist wie ich brauche. Halt nicht dann da hoch. So, okay. Einmal hier hoch. So, und jetzt muss ich mal gucken. Will ich das so machen? Das Problem ist, ich kann die ja einen Kopf über. Kann man einen Amboss Kopf übersetzen? Wisst ihr das? Nein. Mist. Der Warum? fällt dir höchstens auf den Kopf. Er fällt mir auf den Kopf. Ich kann ihn aber rankleistern an einen. Nee, ich kann ihn nur auf den Boden stellen, ne? War das nicht so? Er würde runterfallen, wenn du ihn irgendwo dergleichen ranpackst. Okay, dann machen wir das so. Damit er nicht runterfällt. Machen wir das so. So. Und da müsste ich einen hinstellen, damit ich da den ranmache. So, das heißt, hier muss unbedingt dann schon der finale Block ran.
Okay, okay, okay. Also nützt uns das Bambus jetzt gar nichts. Weil der finale Block ist ja ein an. So, das heißt, ich muss wieder runter. Ah, die ist hin und her gelaufen. So. Man ist einfach vom Momentum zu sehr gewöhnt, dass die Sachen einfach mit dem Inverter sind. Okay, wir werden jetzt Folgendes nehmen. Wir werden die hier nochmal. Guck mal, das Ding. Die hier nochmal nehmen und die. So, weil einige Stellen sind ja ein bisschen unterschiedlich hoch. Wir fangen quasi mit dem niedrigsten. Der niedrigste hier quasi. Und ja weg. Ach, Dahin. Ich möchte. So. Okay, das gleiche machen wir hier jetzt auch noch. Den möchte ich. Frag mich jetzt bitte nicht warum. Mach's einfach. Okay, jetzt haben wir den hier. Okay. Heißt den N und ein Amber. Jetzt wird's spannend, weil bei den anderen ist es nämlich so, dass ich das jetzt ausgleichen. Weil seht ihr hier shit. nix. Da ist nur Baum. Okay, das heißt, Jetzt habe ich's. Ist doch auch gleich. verwirrt. Okay, dann den dahin und dann kommt wieder der Amboss. So, bei den anderen wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Ich habe das ungleichmäßig gemacht. Das ist doch Kacke. Der sieht ja grottig aus. Welchen habe ich gestartet? Den da. Da setzen wir den hin. Da passt es. Da ist dasselbe. So, jetzt müssen wir hier gucken. Jetzt wird es spannend. So, jetzt müssen wir gucken. Jetzt quasi einen Bambus, den kann ich ja besser, schneller ab. Den da und den dahin. Okay. Der muss dann so umgedreht sein. Dann müsste ich einrechnen. Bei so, das heißt, hier ist auch kein. Der ist der hin. Dann der hin. Und jetzt habe ich verpasst. Hier mal ein Stück Wand helfen will. So, das heißt, Oh, mein hier Internet spackt wieder. kommt das Ding. Und das muss in. So, okay. Gut. Also, nächstes Deko. Wow, ob es Sinn macht oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. So, dann müssen wir die hier mal entfernen. Dann brauche ich da nämlich was Eckiges.
Vielleicht kannst du hier den Anbieter wechseln nach 2 Jahren. Was meinst du? Vielleicht kannst du hier den Anbieter wechseln. Okay. Okay, wie denn hier? Halt. Definitiv. Ist schon wieder rausgeflogen. Ne, mein Internet spackt total rum. Wenn ich das Also, wieder. mein Router ist ah, Also ein Update oder so zieht ja nicht gerade bei dir. ne, das habe ich schon seit 'm Monat oder so oder 2. Und die haben immer noch nicht herausgefunden, wo das Problem ist. Das sind halt die Roten. Vielleicht kannst du hier wechseln. Können die sagen, was die wollen. Kann Ich schon wieder vielleicht nicht gerade wechseln. gucken. Tja, dann wird es Also. Zeit, ins Bett zu gehen. Achte mal auf die Uhr. Verstehst du, was ich meine? Mhm. So. Ich habe selbst grad das gesehen. Au! Falle ich hier schon wieder runter. Ich wusste. Ja. Dann wieder unten rein und rüber und rechts und links und ja. Steampunk ist gefährlich bauen, sage ich mal so. Man fällt ziemlich oft. Aber das ja noch gar nicht so schwierig ist gerade. Ich kann das auch, wenn es nicht schwierig ist, fallen. Okay. Da ist. Okay. Ups. Rüber. Hopp. Das hier auch noch so ein bisschen weg. Wegnehmen. Oh. Okay. So, okay. Dann haben wir den hier. Dann kommt Das war ganz schön nah dran, ne? und der letzte ran und dann müssen wir uns jetzt noch um die Ecke bauen. Na ja. So. Gut, okay. Das heißt, wir haben jetzt hier sozusagen unsere nächste kleine Plattform. Da können wir jetzt im Grunde genommen alles auffüllen, was brauchen. Ja, alles kleiner. Koppel. Was haben wir denn noch so? Andesit haben wir hier noch. Ah, was? Ja. Ich möchte ich wollte dahin. So, dass wir hier so Ich muss noch um die eine Punkte kleine herum was Plattform jetzt kriegen. Ja? Runterfallen. Bubu, Ja. ich habe so 'n richtig coolen Shader gefunden, Okay. der auch auf Kartoffel-PCs funktioniert. Ja, auch Kartoffel-PC. Das hört sich ja schon mal gut Ja. Also, der funktioniert bei mir 1A und ich habe immer noch fast 60 FPS. an. Oh. Echt, was ist das denn? Wer ist denn der? Der heißt, Miniatur-Shader Hm, oder hört sich gut an. Also momentan, wie gesagt, stört das ja keinen, weil wir können ja jederzeit sagen, okay, ich stelle mich jetzt hier hin und dann gucken wir uns das Ganze mal mit Shader an. ne, der ist schrecklich. Äh, Ja, sonst habe ich habe 2 gefunden, die richtig gut sind. also ich habe ja einmal BSL und dann haben wir noch den anderen. Den Und vor allem beide sind so richtig noch ist immer noch dieser Oldschool. Vanilla Ja, der, wa der, der, der von
von Sildur, den ich nutze. Der macht das alles ein bisschen farbiger. Hm, allerdings macht er es auch sehr dunkel, also auf meinem Monitor. Das ist das Problem. Ich habe zwei verschiedene Monitore. Wenn ich mein Spiel auf dem zweiten, wo ich streame drauf, ähm, anmache, dann, also ihr seht schon hier so dieses Leuchten und halt so, ne? Und bei dem BSL, wie gesagt, ist das halt ein bisschen anders. Der macht das alles so ein bisschen wischiwaschi. Und wenn ich hier halt im reinen Vanilla spiele, dann seht ihr alles und ich sehe. Ja, also wie gesagt, also ich habe mir überlegt, ich werde wahrscheinlich die Shader in Zukunft doch eher nehmen, wenn ich, sagen wir mal, ein Video mache für euch oder für Thumbnails oder solche Sachen. Aber ich glaube, der Trend geht eindeutig wieder weg vom Shader, weil erstens mal belasten die unheimlich mein System. Also, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse zwar so ein bisschen das echte Wasser, wenn ich ehrlich bin. Also, es sieht natürlich schöner aus. Aber für die Stimmigkeit des Spiels finde ich reines Vanilla ohne Shader eigentlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich so schnell da auch wieder zurückgewöhne. Muss ich ehrlich gestehen. Ja. Also das hat mich selber sehr erstaunt. Kann. So, jetzt müssen wir mal sehen, dass wir das Gerüst hier einmal abbauen und größer bauen. Weil das muss jetzt quasi auf die Ebene hier. Das heißt, wir machen das hier alles schön jetzt. Da kommt jetzt mehr oder weniger so ein gemixter Boden rein. Oh, Was machst denn du da? was ich mache? Ich baue was. Oh, was Ja, total was? Beknacktes. Ja, weiß ich nicht. Irgendwas Hängendes, Bewohnbares. Ich merk's schon. Irgendwas Rundes. Weil ich soll ja nicht überlegen. Ich soll alles zweckentfremden, mir gesagt. Gut, okay. Das heißt, Das heißt, du brauchst so 'n hängendes Haus, ah, 'n wer hängendes weiß. Zimmer. Wer weiß. Lasst euch überraschen. Ich weiß es selber nicht. So, auf jeden Fall, wie gesagt, hauen wir das jetzt hier weg. Weil ich habe ja gesagt, dass ich diese ganzen Häuser irgendwie in irgendeiner Art miteinander verbinden möchte. Auf die verrückteste Art und Weise. So. So, dann haben wir hier wieder eine Lücke. Da können wir dann wieder ein bisschen an die reinknallen. Ab. Also wie gesagt, alle möglichen Blöcke, Blockvarianten. Später machen wir dann noch mit Stufen und Treppen und hast du nicht gesehen, alles hier noch mit reinknallen und mit Moos und ohne Moos und alles Mögliche sozusagen hier rein basteln. Einfach so, weil wir es können. Ja, jetzt haben wir hier so eine Plattform. Möchte ich aber auch noch wegmachen. Kann es sein, dass dein Hund wieder bei dir schnarcht? Ja, hört man's. Okay, So. ich höre ihn wieder. Das, die Welt ist wieder in Ordnung, mein Hund schnarcht. So Stück für Stück, hoch, jetzt wäre ich hier beinahe wieder runtergefallen, helle ich quasi so hier alles so ein bisschen aus dem Stein raus. Wie ihr sehen könnt. Bin gespannt, was das wird irgendwann. So, okay, dann können wir hier noch ein Andesit reinsetzen. So, okay. Das heißt, hier ist die Mitte, da müssen wir natürlich das Gerüst wieder hinsetzen. Kann er nicht mehr. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht vertan habe. Yep. Gut. Das heißt, hier können wir auch wieder hoch, hier können wir wieder runter. Mal schon mal wegnehmen. Okay. Ja.
So, das, was ich jetzt machen wollte, ist, mal der stört mich, der triggert mich. So, okay. Also jetzt hängt das Haus ja quasi hier schon so ein bisschen an den Plattformen, also die erste Etage sozusagen. Und ich habe jetzt Lust, jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das mache. Ich möchte an diesem Haus da oben Propeller ranbasteln. Ah, an die Stelle da. Seht ihr das? Deswegen habe ich immer 5 gemacht, weil dann ist nämlich da die Mitte. Seht ihr das? Da ist. So, und dafür brauche ich Zeugs. Da brauche ich Zeug. Da brauche ich Wolle. Ich glaube Wolle. Oh Mann, ey, ich war doch in der Farmwelt. Da gibt es doch auch Wolle. Naja, gut. Wir haben ein bisschen Wolle da. Haben ja Spinnenweben. So, erstmal das ganze Zeug hier wieder einsammeln. Dann artig in die Kisten zurückräumen, weil da brauche ich jetzt eher. Hm, halt. Welche? Da brauche ich dann eher die Mauerdinger. Mal. Hab ich schon? Mein Bambus möchte ich. Dann diverse Hölzer. Dann mein Eisen räumen. Gut, okay. Also, was brauche ich, um eine sogenannte windige Mühle zu machen? Ich brauche Holz. Also Zäune. Die könnten ja verrückt sein. Und ein Mangrove haben wir nämlich hier genug. Dann einfach Zäunchen. Okay. Ich kann nicht mehr schreiben. Du kannst nicht mehr schreiben. Oh wei. Ich habe ständig Schreibfehler. Ja, je später die Stunde, desto katastrophaler auch meine Rechtschreibung. Grüßt du dich. So, okay, also. Dann Wolle. 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 So, machen wir mal hier. Wolle, das gibt 32. Könnte schwierig werden. Ich glaube, das reicht. Also, wenn wir ein Stack Wolle haben. So. Okay. Also, ich habe Zäune, ich habe das, ich habe das. Dann brauche ich davon welche. So, jetzt muss ich überlegen. Wenn ich dann den Propeller ransetze, dann brauche ich tatsächlich doch noch. Bin gerade in meinem Kopf am Bauen. Ja, Rüste habe ich noch genug. Erstmal gehen wir oben rein und bauen das Innere. So, okay. Eins. Kuckuck. So, dann machen wir das so. Und so. Okay. Dann hm, machen wir das jetzt erstmal auf. Ah, ich brauche.
Der muss 1, 2. Dann geht ja mal später noch. Dann brauche ich eine Gerüste und die muss ich jetzt. Ähm, okay. Das Dach rücken. Der Baum eignet sich übrigens perfekt zum Gerüst auf. Deswegen habe ich den noch stehen lassen. So. Weit muss ich sogar sagen. Da wäre ein weit weg. Ich glaube, das heißt, meine Zäune würden quasi hier reinkommen. Versuche mir gerade wieder so ein... Ach, Quatsch. Der muss doch da unten. Eine muss nach oben und der andere muss nach unten. Wir müssen das Gerüst an. Wollen wir das Gerüst ab dann. Ich muss Man könnte natürlich auch alles mit Erde verkleistern. Ne? Aber der muss ja. Dann kommt hier eine. Oh, dann haben wir jetzt hier Gerüste. 2, 5. Ran vorbei. Oh Gott, ist mir. Platz 6. Ai, 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 ai. 2. Ja, 6. 5. Das gleiche auf der anderen Seite auch nochmal. Ach, ich liebe diese Sneak-Taste. 1, 3, 4, 5. Müssen wir mal gucken, ob es zu lang wird. So. Und da. 1. Halt. 3. 5. 6. Mann. Hier haben wir gelernt sein im Dunkeln. 6. 7. So, okay, wir haben's. Okay, das ist sozusagen das Gerüst jetzt für den Propeller. So. Weil das Haus wird ja noch größer. Da kommt ja noch oben was drauf. Also es erscheint jetzt momentan ein bisschen übertrieben, das Ganze, aber ist es nicht. So, und jetzt muss ich mir Gedanken machen, in welche Windrichtung dreht das Ding.
Ah, ich sehe schon, was du baust. Mimi, kannst du Windräder Ah, bauen? es kommt drauf an. Also, Ganz, manchmal ja, manchmal nein. ganz schlicht und einfach. Also, äh, also die, in welcher Reihenfolge die stehen müssen, das weiß ich. Aber die sehen bei mir immer so flach aus, wenn du verstehst, was ich Ich meine. würde die schräg bauen und nicht gerade. Schräg? Wie baut man schräg? Pass auf, ich guck mal, mach ein Bild, dann schicke ich's dir. Die werden dann irgendwie im Ja? Zickzack, ja, gebaut. Genau. Mimi schickt mir jetzt mal eine Anleitung. Weil das ist jetzt gerade. Das sieht ziemlich starr aus. Und ich weiß, dass man die so in so einer S-Form machen kann. So ein halbes S. Da sehen die mehr Steampunk aus. Ja, ich warte mal drauf. Irgendwann. Ups, mein Handy ist fast leer. Ah, nein. Ich will doch hier kein Disco drauf Also haben. wenn es dicke kommt, da kommt es richtig. Aber macht dir nichts draus. Wir haben sowieso gleich 23 Uhr. Aber dann kann ich mir das schon mal angucken und so mal überlegen, wie ich das machen kann. So, ich warte auf das Bildchen. Wo ist denn das Also, dumme Bild jetzt? also ich weiß, dass man das auch in so einer S-Form bauen kann, aber ich habe das so lange nicht mehr gebaut. Also Ah, da. gerade kriege ich Da, das da. muss ich mir Das mal ist eine angucken. Windmühle. Okay. Ah, okay, das ist ein bisschen komplizierter. Vor allen Dingen im Survival. Gefällt mir aber persönlich besser. Es heißt, was heißt das für Bubu? Bubu reißt ab. Und hat jetzt eigentlich nur das Mittelstück. Weil es ist eh 23 Uhr und Bubu fängt an, sich nicht mehr konzentrieren zu können. Okay. Das heißt, das Ding ist mit vollen Blöcken, glaube ich. Das sind volle Blöcke und Zäune. Okay, weil da gibt es nämlich eine bestimmte Abfolge, wie man das machen muss. Und da muss das Bubuchen sich ein bisschen sehr konzentrieren. Aua. Und ich weiß nicht, ob du das heute noch hinkriegst. Dass sie sich so konzentriert. Weil das ist ja auch nicht schlimm, weil wie gesagt, wir sind ja noch ein paar Mal hier diese Woche. Kann ich mir das ja mal so Meine Maus vorbauen. spinnt. Oder das macht man nur mit Zaun. Ja, ich kenne es unter anderem auch nur mit Zaun, aber ich muss ganz ehrlich sagen, zu dem, was ich vorhabe, passt deins, was du mir jetzt geschickt hast, besser. Ah, Ja, so hatte ich es erst überlegt, aber ich glaube, das, was du mir als erstes geschickt hast, jetzt reiße ich mein Gerüst ab, bevor ich unten bin, ist, glaube ich, die einfachere Variante. Ich darf gleich wieder Unmengen an Blöcken einsammeln, ihr merkt das schon. Oh, hier alles zeitgleich ab. ja, das sind viele Zäune. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die erste Variante, das finde ich. Und das ist aber etwas, was ich zu später Stunde definitiv nicht mehr hinkriegen werde. Ich behalte aber mal das Zeug hier alles im Keller, damit ich nächstes Mal Hier weiß, was unten ich machen sind auch will. noch haufenweise. Was? Ganz unten auch noch rund. Hier sind noch Zaun und Ja, deine. Bubu schmeißt ihren Müll wieder rum. Ah, habe ich alles? Nein, das sind noch Nö, Gerüste. da und hier. Eine Gerüste hier. Los. Hier, da. Hier, Ah, da. okay. Ich komm, ich eile meinen Müll wegräumen. So, okay. Gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, hast du so eine ungefähre Vorstellung von was mir das vorstellt. Weil da kommt ja oben auf das Ding noch was rauf. Ne? Ah, Und das Ding, was da jetzt so komisch hängt, das und eine Mühle und so rankriegt und so, das wird verbunden quasi so mit dem Felsen dann und mit dem Haus. Und
Dann kann man überall durchgehen und durchlaufen und machen und tun. Und das ist ziemlich ruhig geworden. Ich habe meine private kleine Schlingpflanzenzucht hier im Haus. Wenn ich nächstes Mal komme, ist der ganze Server überwuchert. Oh Mann. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben es jetzt 23 Uhr. Hm. Bubu wird jetzt langsam wirklich müde, muss ich dazu sagen. Also, Montag ist ja immer so voll der Stresstag. Was ich jetzt mal machen kann, ich könnte ja mal gucken, wer noch am Streamen ist und dann schauen wir mal. Und wer noch richtig was richtig Emotionales sehen will, der sollte sich unbedingt heute mal das Video von Stine angucken. Weil Stine hat Tatsache sich etwas einfallen lassen zu meinem Tod. So, in your way. Ja, ich bin ja da jämmerlich beim Angeln leider verunglückt. Und ja, ansonsten, wie gesagt, ich schau mal, ob wir da noch finden, den wir beglücken können. Ja, ihr seid ja doch relativ Ja, viele noch. um diese Uhrzeit ist Es meistens ist immer keiner, schwierig. Ich habe hier nur außer vielleicht auf demnächst, Twitch. demnächst, demnächst, demnächst. Ja, also ich denke mal, wir werden ohne auskommen müssen. Ich hätte jetzt gerne natürlich mit euch allen noch einen Stream geradet, aber es ist anscheinend wieder keiner da. Oder was wir machen können, wartet mal. Ich habe eine Idee. Die Was wäre? haltet ihr davon, wenn wir einfach mal gucken, ob wir noch irgendeinen kleinen erwischen, den ich nicht in meiner Liste habe? Die einfach mal, wer live ist. Und dann schauen wir doch, ob wir noch irgendeinen Deutschen erwischen, der irgendwie live ist. Hm, Also ich würde jetzt sagen, wenn dann immer jetzt nur noch Twitch. das ist doof. Weil Ist denn hier hier keiner mehr on? Ispan. Ich sagte, die Minecrafter sind alles ein gesetztes Publikum hier mittlerweile. Wir gehen alle Ich habe früh hier gerade schlafen. einen, das ist so einer, der heißt Mania. Der ist live. Oder Ich guck gerade, ob welche von Hermit oder so. Aber irgendwie finde ich hier on live Fortnite. Das würde ich, muss ich nö, ich habe direkt nach Minecraft Livestream jetzt Deutsch geguckt. Minecraft. Ah, Banks. Banks noch live? Nö. Also Banks ist auch eigentlich ein sehr versierter. Der hat vor einem Tag gestreamt. Wollen die mich veräppeln? Warte mal, 3 aktive. Ich hab einen kleinen. Ich hab einen kleinen. Wollen wir das machen, dass wir zu einem kleinen gehen? So. Es ist nämlich ein kleiner. So, ich guck mal, ob ich den jetzt hier reinkriege oder ob der mich extra zulassen. Wir probieren das. Wenn ich den Link direkt eingebe, ob der mir das benötigt die Berechtigung zur Weiter. So. Ja, hallo. Phil hat aber auch eine ganz schön coole Base. Oha! So. Schnell. Ich habe ihn mal abonniert. Okay, dann hat er Pech gehabt. So. Haben wir noch einen? Ja,
Ja, die meisten sind. Es gibt irgendwie einen, der mehr da ist. Na, ich habe einen gesehen, der macht zum Beispiel hier ASMR Warte mal, Minecraft. Minecraft Livestream Deutsch. Ein Panda genießt die Welt. Genau, den habe ich vorhin gemeint. Okay, dann versuchen wir Das es ist ja mal wie- bei dem. Das Kannst du ist ja wie Pilzsuppe ein, machen. das ist ja wie ein Dings. Muss denn Also aber mein Wasser mir- ist- Oh, Glas der durchsichtig. ist ein Ja. roter Panda. Lukas, wie läuft eigentlich Bobs Burger? Ah, Welche Staffel wartet bist mal, wir du? probieren das mal. Setz dir mal seine Adresse Das ist rein. ja wie in Weiß es auch Skyrim, wenn wieder du nicht. angelst. Da ziehst du auch meistens nur Schrott raus. Weil das Ja. Problem ist immer, dass bei vielen ich die Berechtigung halt nicht habe. Muss ich da eigentlich Ah, einen Köder geht. dran machen? Okay. Also grüßt schön Nein, von okay. mir. Wir machen jetzt Was Schluss. kommt Ich schicke morgen? euch weiter Ein zu einem roten Panda. So scharfsinnig wieder. Okay. Ja. Tschüss. Schlaft schön. Bis morgen zu Was ist denn los? Pixel.